so Sie sich heute ja wohlfühlen, wenn Sie jetzt eine schlechte Nachricht erhalten würden, dann würden Sie in sich zusammenbrechen. Was hat das mit dem Körper zu tun, wenn einer hier reinkommt und bringt einem jetzt eine böse, eine schlechte, eine traurige Nachricht? Das nimmt der Mensch doch auf in seinem Körper. Und schon ist er betrübt. Genauso wie der Mensch in der Lüge groß geworden ist. Oder aber, dass er das Leben nicht anders gewohnt ist, dass man ihm nur Unwahres sagt, dass er kein Vertrauen mehr hat, kein Selbstvertrauen, auch kein Vertrauen mehr zu seinen Nächsten. Und sagt man ihm plötzlich die Wahrheit, dann fühlt er sich beleidigt. Ich glaube, Sie kennen mich schon lange genug, dass ich jedem Menschen die Wahrheit nur von Kopf schleudere. Oder soll ich es anders tun? Soll ich hier gehen und sagen, ach nein, nur nicht so. Nein, Freunde, das wäre falsch. Sie bemitleiden womöglich, nicht nur Sie alleine, nein, sondern jeden. Nein, das gibt's nicht. Aber es gibt auch diese Art Menschen, die die Wahrheit nicht vertragen. Gesagt werden muss sie, ob so oder so. Und spricht derselbe, das heißt der Angesprochene, dem man die Wahrheit gesagt hat, auch die Wahrheit, dann kann man ihm nur der Hand schauen, ich danke dir dafür, dass du doch die Wahrheit sprichst. Wenn es erst einmal ist, er wird zweimal sein, wird es dreimal sein, muss man ihn immer wieder dazu anhalten. Und so kann man sich wirklich auch auf einen Menschen wirklich geistig einstellen. Geführt wird der Mensch sowieso. Er steht immer in einer Führung, es fragt sich nur, in welcher er steht. Gute Nacht. Ob in der bösen oder in der guten. Oder ob der Mensch, der zu menschenhörig geworden ist, nicht schon in der menschlichen Führung steht, wo die Menschen durcheinander sind, die weder hin noch her wissen. Die in alle möglichen Gedanken laufen, werden damit nicht fertig, haben etwas gehört, etwas gesehen und gehen dann und berichten denen dieses, das und jenes, ohne davon überzeugt zu sein. Einmal die Leichtgläubigkeit und zum anderen mal die Gleichgültigkeit und dann zum dritten, es ist nicht anders gewohnt. Er nimmt es einfach so und gibt es weiter. Nicht immer gesagt, dass er böse das will. Nein, er ist es so gewohnt. Aus dieser Gewohnheiten, Freunde, müssen Sie herauskommen. Ist Ihnen das auch klar, ja? Das ist auch eine ganz blöde Angewohnheit, was Sie dafür Antwort gegeben haben. Aber Sie waren sich alles gewohnt. Vorsicht, sagt man, ist die Mutter der Glaskiste. Der Porzellankiste, ja, richtig. Das kennen Sie auch, ja. Richtig. Also ich glaube Ihnen, liebe Freunde, schon mehr mit auf den Weg gegeben zu haben, damit Sie wissen, erstmal müssen Sie ja wissen, was Sie sich selbst wert sind. Und vor allen Dingen müssen Sie wissen, was Sie Ihrem Körper schuldig sind. Was Sie versäumt haben, müssen Sie nachholen. Das können Sie nicht ohne weiteres verlangen. Und Sie können auch von Ihrem Nächsten nicht verlangen, dass er Ihnen das und das abnimmt. Nein, Sie können alles nur erlangen. Er kann Sie nur beraten, belehren, nur von dem der Mensch überzeugt ist. Frage, sind Sie von sich selbst schon überzeugt? Haben Sie sich schon an Ihrem eigenen Körper überzeugt? Haben Sie schon ein Teil an Schuld, ein Teil an Schulden für sich selbst abgetragen, abgearbeitet? Haben Sie schon eine schöne Zeit wieder für hergegeben? Das müssen Sie ja selbst abtragen. Oder aber geben Sie alles frei, es wird ein anderer kommen, der Ihnen die Schulden abnehmen wird. Nicht die geldlichen, nein, nicht, das wird selten sein. Aber die Schulden, mit der Sie sich selbst belastet haben oder belastet wurden, da müssen Sie es aber freigeben und nicht wieder zurückverlangen, das ist das Gleiche. Im anderen Fall sind Sie wieder belastet. Also wie genau Sie doch hierin sein müssen, nicht ungenau. Und nochmal muss ich sagen, bis hierher gesehen, glaube ich, müssen Sie wissen, was Ihnen doch die Gemeinschaftsstunde wert ist. Es soll nicht nur einer Ihnen was sagen, nein, Sie alle können ja was sagen, was Sie an Lebenserfahrungen schon gesammelt haben. Oder nicht? Sonst ist das so lasch. Da kann man dabei einschlafen. Ich glaube nicht, dass ich in eine Schläfergesellschaft reingeraten bin. Das ist so schön, ich höre ihn so gerne. Ich mag ihn gerne sehen, ich mag ihn hören. Und dann kann man dabei einschlafen.
Vielleicht ist das auch ein gutes Gefühl. Nein, wer nicht die Ohren und die Augen offen hält, Freunde, und wer noch nicht unterscheiden kann, was gut und böse ist, ist auch nichts. Aber das Böse, wie gesagt, das haben sie gekostet. Nun zurück hier auf die Antwort, die wir erhalten haben. Wenn da keine Änderung kommt, dann ist auch keine richtige Einstellung. Verstehen Sie, wo ich hin will? Wo ich schon lange bin. Bloß Sie sollen jetzt folgen. Das ist Ihre Einstellung. Jeder hat seine Einstellung. Nun fragt sich. Und daher, liebe Freunde, ist es schon wichtig, wenn ich heute Fragen stelle. Darf ich? Ja? Ja? So. Und ich stelle sich erstmal selbst eine Frage. Jeder stelle sich eine Frage. Ne? So. Und nun beantworten Sie sich selbst mal die Frage. Tun Sie das mal. Es klingt komisch, aber Sie kommen später drauf. Bist du drauf? Nein. Ich lasse euch Zeit. Eine Frage stellen, als würden Sie die Frage Ihrer Nächsten stellen. So. Und Sie, alles in einer Person, beantworten das sogleich. Haben Sie sich eine Frage gestellt? Ja, aber die Antwort habe ich nicht gefunden. Versetzen Sie sich jetzt in die Lage eines anderen, eines Ihrer nächsten Menschen. Ne? Haben Sie jetzt die Antwort drauf? Die habe ich. Wer ist nicht feige und sagt jetzt, was für eine Frage er sich gestellt und was er sich selbst geantwortet hat? Na, wer ist nicht feige? Ich kann es ruhig sagen. Bitte. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich diesen großen Glauben jemals aufbringen kann. Ja. Und ich selbst konnte es nicht beantworten. Aber ein anderer sagt mir, wenn du alles zusammennimmst und in dem Glauben lebst, dann wirst du auch weiterhin das erreichen können, wonach du dich sehnst und was ich zu erhoffen wünsche. Also muss ich keine Fragen mehr beantworten. Stellen Sie sich die Frage selbst. Was Sie auf der einen Seite unrichtig getan, hat Sie auf der anderen Seite richtig getan. Sehen Sie, das kommt alles von selbst. Aber stellen Sie sich doch oft mal Fragen. Stellen Sie sich meinetwegen vor den Spiegel und sagen, tja, wie konnte ich nur so blöd sein? Warum? Ja, das sind Fragen, Freunde, mit die Sie sich zu beschäftigen haben. Die Antwort bekommen Sie immer, wenn Sie von vornherein sagen, nee, komme ich nicht mit, verstehe ich nicht. Nein. Fragen Sie sich doch mal, warum es Ihnen so geht. Na? Und jetzt sehen Sie doch mal zurück. Ja, wie war das gestern, wie war das vorgestern? Ja, vorvergestern, da war es ja ganz schlimm. Ja, da war dieser und jener und da gab es dies, das und jenes zu hören. Ja, um Gottes Willen. Halt. Jetzt kommt wieder ein Gedanke. Ja, da war ich ja missgestimmt. Da habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können. Also, Sie kommen von selbst darauf. Sie waren es aber so gewohnt, dass jeder andere Ihnen die Fragen immer beantwortet. Sie waren zu denkfaul, müsste ich so sagen. Ne? Sie wollten gar nicht. Gewohnheitsmäßig sollen andere. Wenn sich die Fragen immer selbst beantworten willst, Sie haben es wirklich fabelhaft gebracht. Oder ist es falsch? Ist es falsch? Nein. Ja, bitte. Sehen Sie, wenn wir jetzt den Menschen, oh Verzeihung, jetzt beiseite gestellt, ist doch. Nein. Jeder Mensch ist wertvoll. Jeder, in allem, gleich wie er ist. Er hat seine guten, er hat auch seine schlechten Seiten, sagt man. Aber gerade weil der Mensch es weiß, dass er auch seine schlechten Seiten hat, warum nimmt er sie ihm dann nicht weg? Einfach, dann werdet ihr nicht fertig und dann rutscht mein Buckel runter. Ich mach mit euch nicht mehr mit. Nein, warum? Seid ihr nicht so im Leben?
mit dem oder mit der will ich nichts mehr zu tun haben. War das nicht so? Stellen Sie sich mal die Frage selbst, waren Sie nicht so? Wenn Sie mit einem Menschen nicht waren, Sie wurden aus. Freunde, das sind Fragen, die mich bewegen. Das heißt, dazu, dass ich es Ihnen sage, damit Sie nicht so... Wenn ich sage denkvoll, das ist falsch von Sie können ja nicht denken, Sie können nur Gedanken aufnehmen. Aber dass Sie einen Energiemangel aufweisen und da nichts aufnehmen können, das verstehe ich. Aber gerade deshalb sage ich mit Recht, müssen Sie einfach Energien aufnehmen. Also das ist Wahrheit. Bitte überzeugen Sie sich und seien Sie nicht so leichtgläubig, wenn Ihnen einer was sagt, dass Sie gleich alles glauben müssen. Sie haben die Pflicht, sich von allem zu überzeugen. Erstmal von sich selbst und auch an sich selbst, am eigenen Körper. Na, und wie fühlen Sie sich jetzt dabei? Noch immer glänzend. Immer noch glänzend. Jawohl. Frage, glauben Sie, dass es so bleibt? Ja oder nein? Ja. Warum? Warum glauben Sie jetzt? Weil ich überzeugt bin, wenn ich selbst den Glauben behalte, es gar nicht alles sein kann. Mhm. Verlieren Sie nur nicht. Denn die eigene Kraft in mir, das gibt die Aktivität. Die eigene Kraft nicht, das ist die gute Kraft, die göttliche Kraft ist aufbauend und die böse, teuflisch, satanische ist abbauend. Und da können Sie es von Menschen noch zusätzlich im Leben zugetragen erhalten. Ja, das wissen Sie auch. Das kann auch sein. Und dann verlieren Sie an Kraft, dann büßen Sie viel ein. Nehmen nicht auf, wie ich schon sagte, und dann stehen Sie als Schwächling da. Ja, so viel Selbsterkenntnis muss der Mensch haben. Und sich nicht nur auf einen verlassen und sagen, der eine soll es doch alles tun. Ich habe andere Wege. Das heißt, Wege für Sie frei zu machen, damit Sie nicht gestört werden. Und ich tue doch viel, viel mehr für Sie. Das wissen Sie gar nicht. Warum? Weil Sie sich selbst noch nicht erkannt, sich selbst keine Beachtung geschenkt haben, für sich selbst noch nichts getan haben. Ja, dann kann nichts werden, dann werden Sie nichts erkennen können. Und dann geht das so lasch durch und dabei kann man wirklich einschlafen. So, nun glauben Sie, dass Sie viel mehr schaffen werden für sich selbst. Vergessen Sie Das ging auch heutzutage. immer schon so im Leben. Ja, Wenn ich selbst daran glaubte. wenn Sie daran glauben. Wem ging es nicht so? Bitte? Und wenn er den Glauben, wem ging es nicht so? Und wenn er den Glauben verloren hatte, Ja, dann ging es besser oder schlechter? Dann ging es schlechter. Schlechter. Wenn Sie aber Weil er überzeugt ist sich davon. Luftschlösser gebaut haben und das Schöne und das Hübscheste ausgesucht, das Wollen und müssen Sie haben, dann wurde ja nichts, da waren Sie enttäuscht. Waren Sie selbst schuld. Sehen Sie, keine Luftschlösser bauen, sondern nicht sagen, ich muss das haben. Nein, wenn Sie sagen, ich werde es haben, ich werde das dann besitzen, auch das Schöne, auch das Hübsche meinetwegen, wollen wir vom Guten jetzt noch gar nicht sprechen. Denn das Gute ist immer das, was den Menschen persönlich angeht. Aber was um ihn ist, kann man mit schön oder hübsch auch bezeichnen. Da muss der Mensch sich sagen, ich werde es haben, wenn ich alles dazu tue, wenn ich zur Selbstbesinnung komme, wenn ich für meinen Körper sorge, wenn ich ihn in Tätigkeit setze, wenn ich ihn zur Ruhe bewege und wenn ich alles Gute, das heißt an guten Gedanken aufnehme, um diese dann in die Tat umzusetzen. Alles. Habe ich so hoch gesprochen, sagen Sie, Sie haben es nicht verstanden. Dann spreche ich ganz klein, dann fange ich wieder an mit der ersten Schulstunde. Aber ich glaube, Sie haben es schon verstanden. Oder nicht? Wer hat es nicht verstanden? Ich frage. Seien Sie vorsichtig. So. Und so waren Sie immer schon im Leben, haben sich immer davon überzeugt. Ja. Und wenn Sie es wieder vergessen hatten, dann war es wieder passiert. Richtig. Wem ist es nicht so ergangen? Na? Wem ist es nicht so ergangen? Auch dann, wenn ein guter Mensch, ein gutherziger Mensch zu ihm kam, er wollte sie nicht nur so trösten, bemitleiden, nein. Er sagte, Mensch, fass dich. Es ist ja gar nicht so schlimm. Ach, das wird schon wieder vergehen. Und wenn Sie selbst nicht drauf gehört haben, wenn Sie ihm keinen Glauben geschenkt haben und wenn Sie nicht das Gefühl für ihn hatten, dass er helfen will, dann hatten Sie Ihr Glück beiseite gestellt. Dann ging das, aber nicht, dann nicht. Auch das haben Sie im Leben schon getan. Wenn nicht, dann nicht. Dann kein Verrat. Soll er sehen, wie er fertig wird. Richtig.
dann soll er die Lehre daraus ziehen, das heißt die eigenen Konsequenzen ziehen. Das ist klar. So. Haben Sie das bis hierher gut und richtig verstanden? Wer hat es noch nicht verstanden? Bitte melden, ehrlich sein, die Wahrheit sagen. Haben Sie es verstanden? Wie haben Sie es verstanden? Ja, ich habe es ja verstanden, dass Alles in allem, was ich bis jetzt gesagt habe. selbst die Kraft kriegen muss, dass es die Kraft gibt, dass er Was wollen wir jetzt hier? das durchgeht, Das was? dass es selber die Kraft gibt, dass er sie durchsetzt. Dass es am Menschen selbst liegt. Oder wie? Nein, dass er mitmacht. Oder dass es am anderen liegt. Noch nicht? Noch nicht. Haben Sie es verstanden? Immer kommt es auf uns selbst an, auf mich selbst an. Bitte? Immer kommt es auf mich selbst an, ob ich dieser Lage, wo ich gerade drin bin, verwerte. Ja, nicht auf Ihre Nächsten. Sie selbst sind es. Was Sie aufnehmen, was Sie annehmen, das haben Sie. Würden Sie immer nur Gutes annehmen, das Böse beiseite stellen, haben Sie immer das Gute.